sie ein klein bisschen für mich angepasst. Und zwar, ich habe die Höhe nicht auf 22,7, sondern auf 23 gemacht. Das lag dann immer auf dem Absperrliter auf, deswegen habe ich das um 3 mm vergrößert. Dann schneide ich nicht auf 39, sondern auf 38, weil ich keine Nut und Feder mache. Ja, sonst bleibt eigentlich alles so, wie es sein soll. Also, unten die Abtropfleiste, oben die Griffleiste, Holzleim, hier unten ist egal, Hauptsache drauf. Hier oben in dem unteren Bereich, da oben die 2 cm frei bleiben. Bordbrett, legt das hier unten in der Ecke an, draufdrücken. Die 40er Schrauben genommen, die in der Anleitung stehen. Hier ist auch egal, wo man die Schrauben hinsetzt. Da man die innen ja gar nicht sieht. Oder man sieht sie außen nicht, innen interessiert es keinen. 4 Stück und fertig. So. Da werden dann, wenn das hier hinten im rechten Winkel ist, die 52er Bretter eingesetzt, 23 hoch. Dann nehme ich die 2 Kopfteile, die wir gerade gemacht haben. Mache erst die eine Seite voller Leim, dann die zweite Seite voller Leim, dann einmal rumgedreht. So, haben wir das voller Leim. Dann setze ich an einmal hier eine, hier den zweiten, dann nehme ich das zweite Seitenbrett, setze das hier rein, so und dann angezogen links, hier angezogen, so, jetzt kann man, habe ich hier mal noch so ein Reststück Holz, wo ist es? Hier ist es einfach dazwischen reingesetzt, mit einem kleinen Hammerchen mal eben gespannt, dann ist das von innen und von außen gespannt, so bewegt sich das nicht. Dann habe ich 2 Schraubzwingen, das sind auch ganz tolle, die können nämlich mit einer Hand bedient werden. Es gibt auch die anderen, aber hier, das ist mit einer Hand super schnell, sauber erledigt. So, wenn hier oben was nicht passt, ich sag mal, das Brett geht jetzt hier nach innen, kurz nachgehauen, dass die oben bündig ist, passt. So, dann habe ich die dritte Schablone, die ich eben vorgestellt habe, wie ich schon gesagt habe, 1 cm aus der Ecke raus, 3 cm aus der Ecke raus und die Höhen waren von unten gemessen, weil das so aufliegt. 3, 9,5 und 15,5 und ganz oben 18. Auch auf beiden Seiten, sonst kriegt man nicht alles mit erwischt. Wenn ich jetzt hier ansetze und hier bohre, würde ich ja dann hier vor Kopf bohren, bringt mir nichts. Also muss ich das für beide machen. Ganz einfache Bretter angesetzt, kurz gebohrt. Und deswegen war auch so wichtig, dass das hier alles auf einer Höhe ist, weil die Schablone immer da drauf sitzt. Angebohrt eine Seite, angebohrt zweite Seite. Der Bohrer scheint nicht ganz gerade drin zu sein, müssen wir gleich mal korrigieren. So. Dann haben wir hier die 6er Schrauben, wie auch beschrieben in der Anleitung, 5 auf 60 und so. Das Schöne ist, wenn man so eine Schablone benutzt, die ist auch schnell umgedreht. Wenn ich das jetzt auf dem Tisch machen würde, so ist immer noch alles feste an derselben Stelle.
So, wieder angesetzt. Oben. So, Akku. So, dann zwingen wieder weg. Wieder lösen. So. Auch einmal rumgedreht. Gucken, dass das hier vernünftig passt. Okay, so. Fertig.